Moin Moin und herzlich willkommen zum TWS. In den folgenden Minuten möchte ich allen Hobby-Einsteigern einmal zeigen, wie ihr eure Space Marines mit wenig Farben und einer günstigen Pinselauswahl spielfertig bemalen könnt. Denn vor wenigen Tagen schrieb mir ein leicht frustrierter Zuschauer, dass Games Workshop, laut den Empfehlungen in seiner frisch gekauften 40k Starterbox, sage und schreibe 26 Farben vorgibt, um Space Marines zu bemalen. Hinzu kommen noch weitere Farben für die zweite Armee, was die Anschaffungskosten damit weit über den Preis der eigentlichen Starterbox befördert. Den Frust dieses Zuschauers kann ich absolut nachvollziehen, denn vor rund 20 Jahren bin ich in genau dieselbe farbenfrohe GW-Falle getappt. Doch dank netter Tipps von außen nutze ich schon seit langem Farben verschiedenste Hersteller und mische zudem viel. Entsprechend sehe ich aktuelle GW-Vorgaben höchstens als Inspiration an. Daher gehe ich in diesem Video mal einen großen Hobbyschritt zurück und möchte zeigen, wie man einen klassischen Space Marine mit nur 7 Farben bemalen kann. Und dafür weder sauteure Pinsel oder eine Nasspalette benötigt, sondern wirklich nur die absoluten Basics, die man als Tabletop-Einsteiger so zur Verfügung hat. Dazu nehme ich übrigens auch einen bereits bemalten Space Marine und male nochmal drüber. Denn ja, auch das geht. Wenn nämlich die älteren Farbschichten dünn genug sind, ist das absolut kein Problem, erst recht nicht, wenn es eure ersten Figuren sind, die ihr bemalen und damit üben wollt. Also, einmal kurz abstauben und grundieren. Ich nehme dazu Corax White von Games Workshop, mehr zum Thema Grundieren habe ich euch oben in einem extra Video verlinkt. Bevor es aber mit dem Bemalen losgeht, noch ein paar Worte zu den Pinseln. Ihr braucht am besten einen alten, abgenutzten Pinsel als Mischpinsel. Einfach, um euren eigentlichen Malpinsel zu schonen. Mein Malpinsel ist ein ganz einfacher 2er Rundpinsel für etwa 3 €, der seine besten Tage auch schon hinter sich hat. Sprich, die Spitze ist nicht mehr die beste und ein paar Haare stehen auch schon ab. Aber selbst damit kann man noch malen. Außerdem braucht ihr einen Trockenbürstpinsel. Das sollte ein weicher Flachpinsel der Größe 6 oder 8 für ebenfalls um die 2 bis 3 € sein. Holt euch am besten beide Größen, dann habt ihr direkt auch einen Malpinsel für große Flächen. Jetzt noch ein Glas sauberes Wasser, vielleicht noch ein zweites für die Metallfarben und es kann losgehen. So, das grundierte Modell erstrahlt in hellem Grau, was die nachfolgenden Farben deutlich heller macht, als hätten wir die Miniatur mit Schwarz grundiert. Entsprechend ist der Blauton für euren Space Marine nicht ganz so wichtig. Ich verwende zwar die vorgeschlagene GW-Farbe, aber viele Hersteller bieten ähnliche Blautöne für fast die Hälfte des GW-Preises an. Schnappt euch einen Plastikdeckel oder eine andere nicht saugende Unterlage als Palette und gebt mit eurem Mischpinsel etwas von eurem Space Marine Blau drauf. Verdünnt die Farbe leicht mit Wasser, bis sie nicht mehr dickflüssig, sondern angenehm weich, aber immer noch deckend ist. Säubert danach euren Mischpinsel und nehmt euren Trockenbürstpinsel, um das Modell mit dem Blau zu bemalen. Mit so einem Flachpinsel geht dies nämlich einfacher und schneller als mit eurem eigentlichen Malpinsel. Bis auf die Waffe und das Gebimsel an der Schulter kann alles blau werden, aber drüber malen ist kein Problem. Ist das Blau getrocknet, kommt die erste Trockenbürstschicht. Dazu ein Tipp: Nehmt einen trockenen Flachpinsel und reibt ihn einmal kurz über ein Küchentuch, auf dem ihr ein paar Wassertropfen gegeben habt. Der Pinsel ist dann minimal feucht, was beim Trockenbürsten den typisch staubigen Look minimiert. Gebt in euer Restblau ein wenig Weiß, um ein helleres Blau einzumischen. Nehmt etwas Farbe mit eurem Trockenbürstpinsel auf, reibt den Großteil davon auf einem Küchentuch aus und bürstet damit übers Modell, um die Kanten zu betonen und Highlights zu erzeugen. Warum machen wir das jetzt schon? Einfach, damit wir uns jetzt nicht so vorsehen müssen, als hätten wir bereits die Waffe und so weiter bemalt. Es folgt ein Lederbraun, mit dem die Taschen und der Gürtel bemalt werden. Nehmt mit eurem Malpinsel immer nur Farbe im vorderen Drittel bis maximal zur Hälfte des Pinsels auf. Das reicht schon. Schnappt euch dann eine Metallfarbe. Die sollte nicht zu hell sein und wenn ihr keine habt, mischt euch aus einem Schwarz und Weiß einfach ein Grau an. Damit werden nun die Waffe und die, keine Ahnung wie die Sachen heißen, halt die entsprechenden Metallbereiche des Space Marines bemalt. Und wenn ihr irgendwo mal nicht so gut mit dem Pinsel rankommt, macht das nichts. Meist sieht man solche Stellen später eh nicht und außerdem kommt ja gleich noch der Wash. Übrigens, wenn ihr irgendwo mal drüber malt, bessert die Stelle einfach aus, solche Fehler passieren selbst geübten Malern.
Säubert euren Malpinsel anschließend gut und tauscht auch euer Malwasser aus, damit die restlichen Metallpartikel nicht in die nachfolgenden Farben gelangen können. Jetzt wird wieder gemischt. Und zwar wird aus einem Rot und Weiß ein Pink angerührt, um diesen Siegelnupsi zu bemalen. Games Workshop würde natürlich zu einer neuen Farbe raten, aber es geht auch günstiger, denn das Rot braucht ihr später eh noch. Mit dem Weiß bemalt ihr dann das Reinheitsgebotsgebimsel. Wer mag, kann vorher ins Weiß noch etwas Lederbraun mischen, um es abzudunkeln. Jetzt folgt ein schwarzer Wash. Und ja, ich verwende hier wieder eine GW-Farbe. Aber Nuln Oil und auch das braune Agrax Earthshade finde ich wirklich empfehlenswert. Eine günstigere Alternative wären zum Beispiel Darktone und Strongtone von The Army Painter. Tragt den Wash nicht zu dick auf und nehmt überschüssige Farbe aus den Vertiefungen wieder heraus. Danach muss euer Modell richtig gut durchtrocknen. Anschließend wird mit einer Goldfarbe das Brustemblem bemalt. Das kann man natürlich auch vor dem schwarzen Wash machen, aber dann leuchtet das Gold nicht mehr so stark. Entscheidet euch daher einfach, wie ihr das Gold schöner findet und lasst euch da nicht groß von Games Workshop reinreden. Gleiches gilt für die Goldfarbe. Zum Beispiel hat Scale 75 richtig tolle und günstige Metall- und Goldfarben. Säubert anschließend wieder gut euren Pinsel und wechselt das Malwasser. Wer sich dann traut, kann mit dem puren Rot noch die Augen bemalen. Nehmt nur ganz wenig Farbe auf die Pinselspitze und zieht kurze Striche über die Augen. Augen zu bemalen ist reine Übungssache, habt also etwas Geduld mit euch bei euren ersten Versuchen. Wer abschließend noch die Kanten seines Modells ein wenig mehr betonen möchte, kann sich erneut ein helles Blau anmischen. Damit wird dann ganz vorsichtig nur über die blaue Rüstung und nur von oben nach unten trocken gebürstet. Eine Base-Gestaltung spare ich mir übrigens für dieses Tutorial, da es ja rein ums Bemalen des Modells gehen soll. Tipps für schicke Einsteiger-Bases habe ich euch natürlich oben verlinkt. Ich nehme derweil ein pures Schwarz, womit ich normalerweise nur den Baserand bemalen würde. Danach wäre euer Space Marine dann auch schon spielbereit und ihr seht, schon mit einer knappen Handvoll Farben, einer kleinen Pinselauswahl plus einer Grundierung und einem Schwarz lassen sich Space Marines mehr als akzeptabel bemalen. Und wer statt Ultramarines zum Beispiel Dark Angels oder Blood Angels bemalen möchte, nimmt statt des Blaus halt ein passendes Grün bzw. Rot. Wobei ihr das Rot dann mit Gelb aufhellen müsst, um ein Orange zu erhalten. Alle von mir verwendeten Farben habe ich euch übrigens in der Videobeschreibung verlinkt. Daher nun viel Spaß beim Nachmalen. Und an die Profis unter euch, welche Bemaltipps könnt ihr Hobby-Einsteigern noch mit auf den Weg geben? Schreibt's in die Kommentare. Bis dann!